Ein Tag im Park. Anna und Tom gehen heute in den Park. Es ist ein sonniger Tag und die Vögel singen. Anna steht früh auf. Sie zieht ihr Lieblingskleid an und isst ein kleines Frühstück. Tom fährt mit dem Fahrrad. Er trägt eine blaue Jacke und einen roten Schal. Beide freuen sich auf einen schönen Tag im Park. Im Park gibt es viele Bäume, Blumen und einen kleinen Teich. Anna und Tom gehen auf einem breiten Weg. Sie lachen und reden über den schönen Tag. Anna sagt, der Himmel ist blau und die Sonne scheint. Tom nickt und fügt hinzu, ja, das Wetter ist perfekt. Sie setzen sich auf eine Bank unter einem großen Baum. Dort essen sie ein Sandwich und trinken Wasser. Ein paar Kinder spielen Ball in der Nähe. Die Erwachsenen gehen spazieren und genießen die Ruhe. Anna sieht einen Hund, der mit seinem Besitzer spielt. Sie lächelt und sagt, der Hund ist so freundlich. Nach der Pause gehen Anna und Tom weiter. Sie besuchen einen kleinen Blumenstand. Dort kauft Anna ein paar bunte Tulpen. Tom kauft eine kleine Schachtel mit Pralinen. Beide sind glücklich. Während sie weitergehen, kommen sie an einem Spielplatz vorbei. Dort sehen sie Kinder, die schaukeln und rutschen. Tom erinnert sich an seine Kindheit und lacht. Ich habe auch gerne auf der Schaukel gespielt. Im Park gibt es auch einen kleinen See. Anna und Tom setzen sich am Ufer und schauen den Enten zu. Die Enten schwimmen ruhig im Wasser. Ein alter Mann füttert die Enten mit Brot. Anna und Tom kaufen ein kleines Brotstück und teilen es mit den Enten. Es ist ein friedlicher Moment. Später gehen sie zu einem Café im Park. Das Café hat große Fenster und schöne Tische im Freien. Anna bestellt einen Eiskaffee und Tom einen heißen Tee. Während sie sitzen, hören sie leise Musik. Sie reden über ihre Pläne für den Sommer. Anna möchte vielleicht einen Urlaub am Meer machen und Tom möchte in die Berge fahren. Beide haben große Träume. Nach dem Kaffeespaziergang gehen Anna und Tom wieder zur Bank. Sie ruhen sich aus und lesen ein Buch. Die Zeit vergeht schnell. Am späten Nachmittag gehen sie zurück nach Hause. Sie nehmen den Bus und sind müde, aber glücklich. Zu Hause erzählen sie ihren Freunden von ihrem schönen Tag im Park. Anna zeigt die Blumen und Tom teilt die Pralinen. Beide sagen, heute war ein perfekter Tag. Sie freuen sich auf den nächsten Ausflug in die Natur. Die Erinnerung an den sonnigen Tag im Park bleibt ihnen lange in guter Erinnerung. Mein Haustier. Lena hat ein Haustier. Es ist ein kleiner Hund. Der Hund heißt Max. Max ist sehr freundlich und spielt gern. Jeden Morgen wacht Lena früh auf. Sie geht in den Garten, um Max zu begrüßen. Max wedelt mit dem Schwanz und bellt leise. Wuff, wuff! Lena füttert Max mit einem leckeren Hundefutter. Danach gehen sie zusammen spazieren. Lena nimmt den kleinen Ball mit. Im Park wirft sie den Ball und Max rennt schnell, um ihn zu fangen. Die Leute im Park lächeln, wenn sie Max spielen sehen. Lena ist glücklich, weil Max ihr bester Freund ist. Zu Hause spielt Lena mit Max im Wohnzimmer. Sie hat einen kleinen Ball und ein Seil. Max läuft hin und her und rennt im Kreis. Lena lacht und ruft, Max, du bist so süß. Manchmal sitzt Max neben Lena, wenn sie Hausaufgaben macht. Er ist immer da und schenkt ihr Freude. Am Nachmittag ruft Lena ihre Freunde an. Sie erzählt, ich habe einen tollen Hund. Er heißt Max und ist sehr freundlich. Ihre Freunde möchten Max auch sehen. Am Wochenende bringt Lena Max in den Park, wo sich alle treffen. Alle Freunde streicheln Max und machen Fotos. Es gibt viele schöne Momente. Lena kümmert sich gut um Max. Sie nimmt ihn jeden Tag zum Tierarzt, damit er gesund bleibt. Max bekommt alle nötigen Impfungen. Lena gibt ihm auch frisches Wasser und gesunde Snacks. Sie liest manchmal Bücher über Hunde und lernt neue Tricks, um Max zu unterrichten. Er kann schon sitzen, rollen und Pfötchen geben. Wenn es Abend ist, kuscheln Lena und Max zusammen auf dem Sofa. Lena liest ein Buch und Max liegt still neben ihr. Es ist ein ruhiger Moment. Lena sagt leise, Max,
du machst mein Leben schöner. Max schaut sie mit großen Augen an, als ob er sie versteht. Am nächsten Morgen beginnt ein neuer Tag. Lena und Max gehen wieder spazieren. Sie besuchen den Park, spielen mit Freunden und genießen den Tag. Lena ist dankbar für ihr Haustier. Max ist mehr als nur ein Hund. Er ist ihr treuer Freund und ein wichtiger Teil ihres Lebens. So leben Lena und Max glücklich zusammen. Jeden Tag gibt es neue Abenteuer und ihre Freundschaft wächst mit der Zeit. Sie wissen, dass sie immer füreinander da sind und das macht ihr Leben bunt und fröhlich. Ein Besuch im Café. Peter und Marie gehen heute in ein kleines Café. Das Café heißt Kaffeezeit. Es liegt in einer ruhigen Straße. Peter und Marie mögen das Café, weil es gemütlich ist und gutes Essen hat. Sie stehen vor dem Café und blicken auf das Schild. Marie sagt, ich habe Lust auf einen Kuchen. Peter lächelt und antwortet, ich möchte einen Kaffee trinken. Sie öffnen die Tür und betreten das Café. Drinnen gibt es viele Tische und Stühle. Die Wände sind hell und freundlich gestrichen. Eine freundliche Kellnerin begrüßt sie. Guten Tag, möchten Sie etwas trinken? Peter und Marie setzen sich an einen kleinen Tisch am Fenster. Von dort aus können sie die Straße sehen. Peter bestellt einen schwarzen Kaffee und Marie bestellt einen Cappuccino. Beide trinken ein Glas Wasser dazu. Nach kurzer Zeit bringt die Kellnerin den Kaffee und den Cappuccino. Sie bringt auch ein Stück Käsekuchen für Marie. Peter hat ein Stück Schokoladenkuchen. Während sie essen, unterhalten sie sich. Marie erzählt von ihrem neuen Hobby. Sie malt jetzt kleine Bilder und verkauft sie auf einem Markt. Peter sagt, das ist schön, Kunst macht Freude. Sie lachen und genießen den Moment. Im Café läuft leise Musik, die die Atmosphäre noch angenehmer macht. Nach dem Essen bestellen sie ein kleines Dessert. Marie möchte ein Eis und Peter einen Apfelstrudel. Die Kellnerin bringt die Bestellung und beide freuen sich. Während sie essen, beobachten sie die Leute, die vorbeigehen. Ein Mann mit einem Hund sitzt draußen. Eine Gruppe junger Leute lacht und spricht laut. Peter und Marie fühlen sich wohl in diesem bunten Treiben. Nach einer Stunde im Café zahlen sie ihre Rechnung. Die Kellnerin lächelt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Marie antwortet, ja, es war sehr schön hier. Peter nickt und sagt, das Café ist ein schöner Ort, um Freunde zu treffen. Peter und Marie verlassen das Café und gehen in den Park. Dort setzen sie sich auf eine Bank und reden weiter über ihre Pläne. Marie erzählt von einer kleinen Ausstellung, die sie bald machen wird, und Peter berichtet von einem neuen Buch, das er liest. Sie fühlen sich entspannt und glücklich. Der Tag endet mit einem schönen Gefühl. Peter und Marie bedanken sich für den angenehmen Nachmittag. Sie verabschieden sich und sagen, bis bald. Jeder geht nach Hause und behält die Erinnerung an einen friedlichen, netten Tag im Café. Das Café Kaffeezeit bleibt ihnen im Herzen als ein Ort, an dem sie Ruhe und Freude finden. Der Ausflug in die Stadt. Heute machen Julia und Markus einen Ausflug in die Stadt. Es ist Samstag und beide haben frei. Julia steht früh auf. Sie zieht ein bequemes T-Shirt und Jeans an. Markus zieht eine Mütze und einen warmen Mantel an, weil es etwas kühl ist. Zusammen fahren sie mit dem Bus in die Innenstadt. In der Stadt gibt es viele Geschäfte, Cafés und Sehenswürdigkeiten. Julia und Markus gehen zuerst in eine kleine Buchhandlung. Julia liebt Bücher. Sie stöbert in den Regalen und findet einen Roman. Markus findet ein Bildband über die Stadt. Beide kaufen ihre Lieblingsbücher. Nach dem Besuch in der Buchhandlung gehen sie zu einem Markt. Auf dem Markt gibt es frisches Obst, Gemüse und leckere Snacks. Julia kauft einen Apfel und Markus kauft frische Brötchen. Sie gehen weiter und besuchen einen kleinen Park im Stadtzentrum. Dort sitzen viele Menschen auf Bänken
und genießen den Tag. Markus sagt, die Stadt ist lebendig und bunt. Julia stimmt zu. Ich liebe es, hier zu sein. Später besuchen sie ein kleines Museum. Das Museum hat alte Bilder und interessante Gegenstände. Julia und Markus lernen viel über die Geschichte der Stadt. Sie gehen langsam durch die Gänge und schauen sich die Ausstellungen an. Es gibt auch einen Raum mit alten Fotos. Markus sagt, die Fotos zeigen, wie die Stadt früher war. Julia lächelt und antwortet, ja, es ist spannend zu sehen, wie sich alles verändert hat. Nach dem Museumsbesuch gehen sie in ein Café in der Nähe. Sie setzen sich an einen Tisch draußen. Julia bestellt einen Tee und Markus bestellt einen Kaffee. Während sie sitzen, reden sie über das, was sie gesehen haben. Sie lachen und genießen den warmen Nachmittag. Als es Abend wird, machen Julia und Markus einen letzten Spaziergang durch die Stadt. Die Straßen sind hell erleuchtet und viele Menschen gehen gemütlich nach Hause. Sie besuchen einen kleinen Platz mit einer schönen Statue in der Mitte. Julia macht ein Foto und sagt, dieser Platz ist sehr schön. Markus nickt und fügt hinzu, ich freue mich über diesen tollen Tag in der Stadt. Zum Schluss fahren sie mit dem Bus zurück nach Hause. Beide sind müde, aber glücklich. Julia und Markus erzählen später ihren Freunden von ihrem Ausflug. Sie sprechen über die schönen Orte, die sie besucht haben, und die interessanten Dinge, die sie gelernt haben. Es war ein toller Tag in der Stadt, der ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Das neue Hobby. Lukas ist ein junger Mann, der ein neues Hobby beginnen möchte. Er hat lange nachgedacht und entscheidet sich für das Fahrradfahren. Jeden Morgen fährt Lukas mit seinem alten Fahrrad durch die Straßen. Er mag das Gefühl von Freiheit und die frische Luft. Heute ist ein besonderer Tag. Lukas hat sein Fahrrad reparieren lassen. Es ist wieder schnell und sicher. Er zieht seinen Fahrradhelm auf und fährt in den nahegelegenen Park. Im Park trifft er seine Freunde. Dort gibt es einen breiten Weg, der um einen großen See führt. Lukas und seine Freunde fahren zusammen. Sie lachen und reden, während sie die schöne Landschaft genießen. Während der Fahrt zeigt Lukas seinen Freunden einen kleinen Weg, der zu einem Wald führt. Die Sonne scheint durch die Bäume und der Wald ist ruhig. Lukas sagt, ich liebe die Natur. Hier fühle ich mich frei. Seine Freunde stimmen zu. Sie machen eine Pause an einem kleinen Picknicktisch. Jeder isst ein Brot und trinkt Wasser. Es ist ein entspannter Moment. Nach der Pause fahren Lukas und seine Freunde weiter. Sie besuchen ein kleines Café in der Nähe des Parks. Lukas bestellt einen kalten Fruchtsaft. Im Café setzen sie sich an einen Tisch draußen. Dort erzählen sie sich Geschichten. Einer der Freunde spricht über seine Reise in eine andere Stadt. Ein anderer erzählt von seinem neuen Haustier. Lukas hört aufmerksam zu und freut sich über die guten Gespräche. Am Nachmittag kehrt Lukas nach Hause zurück. Er fährt durch ruhige Straßen und genießt den Wind in seinem Gesicht. Zu Hause angekommen, fährt er sein Fahrrad in die Garage und ruht sich kurz aus. Er denkt, Fahrradfahren macht mich glücklich. Sein neues Hobby bringt ihm Freude und hilft ihm, neue Freunde zu treffen. Später am Abend sitzt Lukas an seinem Tisch und schreibt in sein kleines Notizbuch. Er schreibt über den Tag, über die schönen Erlebnisse und die neuen Wege, die er entdeckt hat. Er plant, am nächsten Wochenende wieder eine lange Fahrt zu machen. Lukas freut sich auf viele weitere Abenteuer mit seinem Fahrrad. So wird das neue Hobby zu einem wichtigen Teil in Lukas Leben. Er lernt immer mehr über die Natur, die Stadt und seine Freunde. Mit jedem Tag wird er sicherer und freier auf seinem Fahrrad. Lukas weiß, dass er durch das Fahrradfahren nicht nur Spaß hat, sondern auch gesund bleibt. Er lächelt, wenn er an die Zukunft denkt und freut sich auf die vielen schönen Momente, die noch kommen werden. Ein Tag im Zoo. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Anna und ihr Freund Peter haben beschlossen, den Zoo zu besuchen. Sie stehen früh auf,
frühstücken zusammen und fahren mit dem Bus zum Zoo. Im Bus unterhalten sich Anna und Peter über den Tag. Anna sagt: Ich freue mich so sehr auf den Zoo. Ich liebe Tiere. Peter nickt und antwortet: Ja, ich auch. Heute sehen wir viele Tiere und haben viel Spaß. Als sie am Zoo ankommen, kaufen sie Eintrittskarten. Der Eingang ist groß und bunt. Viele Menschen kommen und gehen. Anna und Peter betreten den Zoo und schauen sich zuerst die Wegweiser an. Es gibt viele Bereiche: den Elefantenbereich, das Affengehege, die Vogelvoliere, den Löwenpark und den Streichelzoo. Zuerst gehen sie zum Elefantenbereich. Dort stehen große Elefanten. Ein Elefant isst frisches Obst, ein anderer planscht im Wasser. Anna staunt und sagt: Die Elefanten sind so groß und freundlich. Peter lächelt und meint: Ja, sie sind sehr interessant. Schau, wie er mit seinem Rüssel Wasser spritzt. Danach gehen Anna und Peter in das Affengehege. Viele kleine Affen klettern in den Bäumen und springen von Ast zu Ast. Einige Affen spielen miteinander, andere schlafen. Anna lacht und sagt: Die Affen machen so lustige Sachen. Es ist schön, ihnen zuzusehen. Peter stimmt zu und sagt: Ich finde die Affen auch sehr witzig. Sie haben so viele Energie. Nach einer kurzen Pause gehen sie weiter in die Vogelvoliere. Die Voliere ist groß und bunt. Viele Vögel fliegen frei herum. Es gibt Papageien, Sittiche und viele andere bunte Vögel. Anna hört das fröhliche Zwitschern und sagt: Die Vögel singen so schön. Es klingt wie Musik. Peter meint: Ja, die Vögel bringen viel Freude in diesen Zoo. Am Nachmittag besuchen Anna und Peter den Löwenpark. Dort liegen ein paar Löwen in der Sonne. Ein Löwe brüllt laut, was alle Besucher beeindruckt. Anna ist ein wenig ängstlich, aber Peter beruhigt sie. Keine Sorge, die Löwen sind sicher hinter dem Zaun. Es ist normal, dass sie brüllen. Anna nickt und sagt: Das ist wirklich beeindruckend. Ich mag die Tiere hier. Bevor sie den Zoo verlassen, besuchen sie noch den Streichelzoo. Dort dürfen sie Ziegen und Kaninchen anfassen. Anna streichelt ein Kaninchen und sagt: Die Kaninchen sind so weich. Ich mag es, sie zu berühren. Peter füttert eine Ziege und lacht. Die Ziege frisst sehr schnell. Es macht Spaß, ihr zuzusehen. Am Abend sitzen Anna und Peter im Zoocafé. Sie essen ein Eis und trinken kalten Saft. Sie reden über den Tag und alle Tiere, die sie gesehen haben. Anna sagt: Heute war ein toller Tag im Zoo. Ich habe so viele schöne Tiere gesehen. Peter fügt hinzu: Ja, ich freue mich, dass wir diesen Tag zusammen verbracht haben. Der Zoo ist wirklich ein besonderer Ort. Nach dem Kaffee machen sie noch einen kleinen Spaziergang durch den Zoobereich. Die Sonne geht langsam unter und der Zoo wird ruhig. Anna und Peter verabschieden sich von den freundlichen Zoowärtern und fahren mit dem Bus nach Hause. Im Bus sitzen sie nebeneinander und erinnern sich an die vielen Tiere. Anna sagt: Ich möchte bald wieder in den Zoo gehen. Peter nickt. Ich auch. Es war ein sehr schöner Tag. Zu Hause angekommen, erzählen sie ihren Familien von ihrem Ausflug. Beide sind glücklich und müde. Sie legen sich ins Bett und denken an den schönen Tag im Zoo. Am nächsten Morgen wachen Anna und Peter auf und sind sich einig. Das war ein unvergesslicher Tag. Ich freue mich schon auf unser nächstes Abenteuer. In Familienfest in einem Dorf. Es ist ein warmer Sommertag. Die Familie Müller lebt in der Stadt, aber heute fahren sie in das kleine Dorf bei den Großeltern. Alle sind glücklich, denn es ist Zeit für das jährliche Familienfest. Die Familie fährt mit dem Auto. Im Auto spielt der Vater fröhliche Musik. Die Kinder singen mit und schauen aus dem Fenster. Anna, die älteste Tochter, sagt: Ich freue mich so, meine Großeltern wiederzusehen. Es ist schön, im Dorf zu sein. Der Vater lächelt und antwortet: Ja, das ist immer ein besonderes Ereignis. Hier kennt jeder jeden.
Am Ziel angekommen, werden sie von den Großeltern herzlich begrüßt. Oma und Opa umarmen die Enkelkinder und laden sie ins Haus ein. Das Haus ist alt, aber gemütlich. Es gibt viele alte Fotos an den Wänden. Nachdem alle angekommen sind, beginnt das Fest. Die Familie sitzt zusammen an einem großen Holztisch im Garten. Es gibt leckeres Essen, frischer Salat, hausgemachte Wurst und selbstgebackenes Brot. Die Großmutter sagt: Heute ist ein schöner Tag. Ich freue mich, dass die ganze Familie hier ist. Alle lachen und essen gemeinsam. Die Kinder spielen im Garten, während die Erwachsenen miteinander reden. Ein Onkel erzählt lustige Geschichten von früher. Er sagt: Früher haben wir oft im Fluss gebadet und im Wald gespielt. Das war eine schöne Zeit. Die Kinder hören gespannt zu und fragen: Kannst du uns mehr erzählen? Der Onkel lacht und sagt: Natürlich, ich erzähle euch gerne noch eine Geschichte. Nach dem Essen spielen alle ein Spiel. Es gibt ein traditionelles Spiel, bei dem man in Kreisen tanzt und sich die Hände hält. Alle singen zusammen ein altes Volkslied. Die Stimmung ist fröhlich und laut. Es wird gelacht, gesungen und getanzt. Die Großeltern sitzen im Schatten eines großen Baumes und schauen zu. Am Nachmittag gehen einige Familienmitglieder zusammen spazieren. Sie besuchen den kleinen Dorfteich. Dort füttern sie die Enten. Die Kinder laufen um den Teich herum und rufen: Schaut, die Enten kommen! Die Erwachsenen unterhalten sich über alte Zeiten und lachen über lustige Erinnerungen. Später am Tag bereitet die Großmutter ein großes Kuchenbuffet vor. Es gibt Apfelkuchen, Schokoladenkuchen und viele kleine Törtchen. Alle sind hungrig und genießen das süße Dessert. Nach dem Essen setzen sich alle auf Picknickdecken im Garten und ruhen sich ein wenig aus. Einige spielen Karten, andere erzählen Geschichten oder machen Fotos von der schönen Familienrunde. Als der Abend kommt, zündet der Vater eine kleine Lagerfeuerstelle an. Alle Kinder setzen sich um das Feuer. Es wird Stockbrot gebacken und die Großeltern erzählen Märchen. Die Familie singt Lieder und die Sterne beginnen am Himmel zu leuchten. Es ist ein friedlicher und glücklicher Abend. Am Ende des Tages verabschieden sich alle voneinander. Die Familie Müller fährt zurück in die Stadt. Im Auto ist es still, denn alle sind müde, aber glücklich. Zu Hause angekommen, erzählen die Kinder ihren Eltern: Das war das schönste Familienfest. Ich möchte das ganzjährig erleben. Alle denken daran, wie wichtig Familie und Traditionen sind und freuen sich schon auf das nächste Fest. Der Besuch im Schwimmbad. Es ist ein heißer Sommertag. Markus und seine Freunde haben beschlossen, ins Schwimmbad zu gehen. Alle freuen sich auf Wasser, Spaß und Erfrischung. Markus ruft: Kommt, wir treffen uns um 10 Uhr am Schwimmbad. Alle Freunde, darunter Lisa, Tom und Julia, sind einverstanden. Im Schwimmbad angekommen, kaufen sie Eintrittskarten und ziehen ihre Badeanzüge an. Das Schwimmbad ist groß und hat viele Becken. Es gibt ein großes Schwimmerbecken, ein Kinderbecken und sogar ein kleines Wasserparkgebiet mit Rutschen. Zuerst gehen die Freunde ins große Schwimmerbecken. Markus schwimmt ein paar Bahnen und lacht. Das Wasser ist so kalt, aber ich fühle mich erfrischt. Lisa und Tom planschen am Rand und machen Wasserspiele. Julia springt von einer kleinen Klippe ins Wasser. Alle haben Spaß und lachen laut. Nach einer Weile treffen sie sich an einer großen Liegewiese. Dort setzen sie sich auf bunte Handtücher und trinken kalte Limonade. Lisa sagt: Ich bin so froh, dass es heute so schön warm ist. Das Schwimmbad ist der perfekte Ort. Tom fügt hinzu: Ja, ich liebe es, im Wasser zu sein. Es macht so viel Spaß, mit Freunden zu spielen. Plötzlich ruft ein Rettungsschwimmer: Achtung, bitte alle langsam ins Wasser! Die Freunde lachen und gehen zurück ins Becken. Markus und Tom spielen ein Wettrennen. Sie schwimmen so schnell sie können und jubeln, wenn sie das andere Ende erreichen. Julia macht eine kleine Pause und baut am Rand einen Sandburg in einem kleinen Bereich.
Am Nachmittag besuchen alle den Wasserparkteil des Schwimmbads. Dort gibt es eine große Rutsche, eine Wasserkanone und ein Sprungbecken. Lisa traut sich, die höchste Rutsche hinunterzurutschen. Mit einem lauten Schrei rutscht sie hinab und landet im Wasser. Tom probiert die Wasserkanone aus. Er zielt auf die anderen und alle lachen, wenn sie nass werden. Julia und Markus springen in das Sprungbecken und tauchen unter. Sie spielen Fangen und Kichern, wenn sie wieder auftauchen. Nach vielen Stunden im Wasser und viel Spaß gehen die Freunde zum Schwimmbadcafé. Dort essen sie Pommes und trinken kalte Eistee. Markus sagt: „Ich habe heute so viel Spaß gehabt. Das Schwimmbad ist toll." Julia stimmt zu. „Ja, ich möchte auch am nächsten Tag wieder hierher kommen." Nach dem Essen sammeln sie ihre Sachen und verlassen das Schwimmbad. Im Bus auf dem Heimweg reden sie über die schönsten Momente des Tages. Zu Hause angekommen, duschen sie und ziehen sich bequeme Kleidung an. Jeder geht müde, aber glücklich ins Bett und denkt an den aufregenden Tag im Schwimmbad. Am nächsten Morgen erzählen sie einander, dass sie bald wieder ins Schwimmbad gehen wollen. So endet ein schöner Sommertag mit viel Lachen, Wasser und Freude. Der erste Schultag. Es ist ein neuer Morgen und Tim ist sehr aufgeregt. Heute ist sein erster Schultag in der Grundschule. Tim ist 8 Jahre alt. Er hat sich in den letzten Wochen auf diesen Tag gefreut. Seine Mama hilft ihm, sich anzuziehen. Tim trägt ein blaues Hemd, eine Hose und neue Turnschuhe. Er ist stolz auf seine neue Schultasche und sein buntes Federmäppchen. Im Frühstücksraum isst Tim Müsli und trinkt Milch. Er kann es kaum erwarten, in die Schule zu gehen. Seine Mama sagt: „Du wirst viele neue Freunde finden, Tim. Ich bin stolz auf dich." Tim nickt und lächelt. Gemeinsam fahren sie mit dem Auto zur Schule. Auf dem Weg sieht Tim viele Bäume, Häuser und andere Kinder, die mit ihren Eltern unterwegs sind. Er ist gespannt, was ihn erwartet. Als sie an der Schule ankommen, sieht Tim viele bunte Schultafeln, fröhliche Gesichter und einen großen Spielplatz. Er betritt das Schulgebäude und findet seinen Klassenraum. Im Klassenraum sitzen schon viele Kinder. Einige spielen mit Bauklötzen, andere malen Bilder. Tims neue Lehrerin, Frau Schneider, begrüßt alle freundlich. Sie sagt: „Guten Morgen, Kinder. Ich heiße Frau Schneider. Heute beginnt unser erster Schultag. Ich freue mich, euch alle kennenzulernen." Tim setzt sich auf einen freien Platz und schaut sich neugierig um. Er sieht bunte Poster an der Wand und einen großen Schreibtisch, an dem Frau Schneider steht. Der Unterricht beginnt mit einem Lied. Alle singen zusammen. Tim fühlt sich gleich ein wenig wohler. Frau Schneider erzählt den Kindern, wie spannend das Lernen sein wird. Nach dem Morgenunterricht gibt es eine kleine Pause. Die Kinder gehen auf den Schulhof. Tim spielt mit einigen neuen Freunden Fangen. Er lacht und rennt durch den Pausenhof. Während der Pause essen einige Kinder ein kleines Pausenbrot. Tim teilt sein Apfelstück mit einem Freund, der es vergessen hat. Alle sind freundlich und helfen sich gegenseitig. Der Nachmittag in der Schule ist gefüllt mit Spielen, Basteln und kleinen Lernspielen. Frau Schneider zeigt den Kindern einfache Rechenaufgaben und Geschichten. Tim hört aufmerksam zu und schreibt ein paar Wörter in sein Heft. Am Ende des Schultages versammelt sich die ganze Klasse im Kreis. Frau Schneider fragt: „Wie hat euch euer erster Schultag gefallen?" Viele Kinder rufen: „Super!" oder „Sehr gut." Tim lächelt und denkt: „Ich habe viele neue Freunde gefunden. Ich freue mich auf morgen." Nach dem Unterricht fährt Tim mit seiner Mama wieder nach Hause. Im Auto erzählt er begeistert von seinem Tag. „Mama, ich habe so viel gelernt und so viele nette Kinder getroffen." Seine Mama lächelt und sagt: „Das freut mich, Tim. Du bist sehr mutig und klug." Zu Hause angekommen, erzählt Tim seinem Papa und seiner Schwester alles. Er zeigt stolz seine neuen Bilder und seine Schulsachen. Am Abend, beim Abendessen, sprechen alle über den ersten Schultag.
Tim isst sein Essen mit Begeisterung und freut sich auf die Schule am nächsten Tag. Bevor er ins Bett geht, schaut Tim noch einmal in sein Federmäppchen und sagt leise: »Ich freue mich auf morgen. Schule ist toll.« So endet der erste Schultag und Tim schläft glücklich und zufrieden ein, voller Vorfreude auf viele weitere schöne Schultage. Ein Ausflug in die Berge. Es ist ein klarer und sonniger Tag. Julia und ihre Freunde haben beschlossen, in die Berge zu wandern. Sie sind alle jung und lieben die Natur. Am frühen Morgen treffen sie sich an einem kleinen Bahnhof. Alle tragen bequeme Wanderschuhe, Rucksäcke und wetterfeste Kleidung. Julia sagt: »Ich freue mich so auf diesen Tag in den Bergen. Die Natur ist so schön und ruhig.« Die Freunde steigen in den Zug, der in die Berge fährt. Während der Fahrt schauen sie aus dem Fenster. Sie sehen grüne Wälder, hohe Berge und kleine Dörfer. Nach einer kurzen Zugfahrt kommen sie in einem kleinen Bergdorf an. Dort mieten sie Fahrräder und starten ihre Wanderung. Der Weg führt durch Felder und über kleine Pfade. Die Sonne scheint und es ist warm. Die Freunde reden und lachen. Julia sammelt Blumen am Wegesrand und zeigt sie ihren Freunden. Bald erreichen sie einen kleinen See inmitten der Berge. Das Wasser ist klar und ruhig. Die Freunde setzen sich auf eine Bank und essen ein Picknick. Es gibt belegte Brote, Obst und Wasser. Julia sagt: »Die Berge sind so friedlich. Ich fühle mich hier so frei.« Ein Freund antwortet: »Ja, hier kann man die frische Luft genießen und die Natur beobachten.« Nach dem Picknick steigen sie weiter auf einen kleinen Pfad. Der Weg wird etwas steiler, aber alle sind guter Dinge. Unterwegs sehen sie wilde Blumen und hören die Vögel zwitschern. Am höchsten Punkt der Wanderung erreichen sie eine kleine Alm. Dort gibt es eine Berghütte mit Holzstühlen und Tischen. Die Freunde gehen hinein und trinken warme Getränke. Ein älterer Herr, der in der Hütte arbeitet, begrüßt sie freundlich. Er sagt: »Willkommen in der Alm. Nehmt Platz und genießt die Aussicht.« Julia und ihre Freunde setzen sich und schauen aus dem Fenster. Vor ihnen erstrecken sich die weiten Berge und grüne Täler. Nach einer kurzen Pause machen sie sich wieder auf den Weg. Der Abstieg beginnt und die Stimmung ist fröhlich. Auf dem Rückweg machen sie viele Fotos von der schönen Landschaft. Am späten Nachmittag kommen sie wieder in dem kleinen Dorf an. Dort verabschieden sie sich voneinander. Julia sagt zu ihren Freunden: »Das war ein wundervoller Tag. Ich werde diese Erinnerung nie vergessen.« Im Zug auf dem Rückweg sitzt Julia still und schaut aus dem Fenster. Sie denkt an die Berge, den klaren Himmel und die frische Luft. Zu Hause angekommen, erzählt sie ihrer Familie von dem schönen Ausflug. Sie zeigt Fotos und berichtet, wie sie den Tag erlebt hat. Am Abend sitzt Julia mit ihrer Familie am Tisch und spricht über die Natur und die Berge. Ihre Eltern lächeln und sagen: »Wir freuen uns, dass du so einen schönen Tag hattest. Die Natur ist ein Geschenk.« Julia geht müde, aber glücklich ins Bett. Sie denkt daran, wie schön die Berge waren und freut sich auf den nächsten Ausflug in die Natur. So endet ein erlebnisreicher Tag in den Bergen, der allen Freunden Freude und neue Kraft geschenkt hat. Ein Tag im Freizeitpark. Es ist ein sonniger Samstagmorgen und Max und seine Freunde haben beschlossen, einen Tag im Freizeitpark zu verbringen. Max steht früh auf, zieht bequeme Kleidung an und isst ein leichtes Frühstück. Er freut sich sehr, denn heute erwartet ihn ein aufregender Tag voller Spaß und Abenteuer. Max fährt mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle. Unterwegs hört er fröhliche Musik und sieht viele andere Menschen, die sich auch auf den Tag freuen. An der Haltestelle trifft er seine Freunde Lisa, Tom und Anna. Alle lachen und begrüßen sich. Lisa sagt: »Ich kann es kaum erwarten, auf die Achterbahn zu fahren.« Tom fügt hinzu: »Und ich freue mich auf die Wasserrutsche. Das wird nass und lustig.« Anna lächelt und meint:
Ich möchte lieber an den ruhigeren Attraktionen Spaß haben, aber mit euch ist alles besser. Gemeinsam steigen sie in den Bus, der sie direkt in den Freizeitpark bringt. Im Bus unterhalten sich die Freunde über die vielen Attraktionen. Sie reden über Karussells, Geisterbahnen und Schießbuden. Max zählt: Es gibt so viele Fahrgeschäfte. Ich bin gespannt, was wir zuerst machen. Als der Bus im Freizeitpark hält, steigen die Freunde aus. Vor ihnen liegt ein großer Park mit bunten Fahrgeschäften, vielen Ständen und einer lauten, fröhlichen Atmosphäre. Sie kaufen Eintrittskarten am Eingang. Die langen Schlangen stören sie nicht, denn die Stimmung ist ausgelassen. Max sagt: Schaut mal, wie groß der Park ist. Heute haben wir den ganzen Tag Zeit. Zuerst gehen die Freunde zur Achterbahn. Die Schienen schlängeln sich durch den Park und das Auto fährt schnell hoch und wieder runter. Max hält sich fest und lacht laut, als die Bahn in die Tiefe saust. Nach der Achterbahn fühlen sich alle ein wenig atemlos, aber glücklich. Lisa ruft: Das war super aufregend. Ich möchte noch einmal fahren. Tom sagt: Ich bin zwar ein bisschen müde, aber es macht wirklich Spaß. Danach besuchen sie die Wasserrutsche. Die Rutsche ist lang und steil, und am Ende gibt es ein großes Becken. Max und Tom klettern die Leiter hinauf, und Anna und Lisa bleiben im Wartebereich. Max ruft: Ich werde ganz schnell rutschen. Mit einem lauten Schrei saust er die Rutsche hinab und platscht am Ende ins Wasser. Die Freunde lachen, als er nass und fröhlich wieder auftaucht. Anna ruft: Ich möchte jetzt auch rutschen. Alle stimmen zu und nacheinander erleben sie den Sprung ins kühle Nass. Nach den aufregenden Fahrten machen die Freunde eine Pause. Sie setzen sich auf eine Bank in einem schattigen Bereich des Parks. Tom kauft an einem Stand kalte Limonade, während Lisa frisches Obst isst. Max sagt: Ich bin jetzt ein bisschen müde, aber der Tag ist noch nicht vorbei. Sie sprechen über ihre Lieblingsfahrten und überlegen, welche Attraktion sie als nächstes besuchen wollen. Die nächste Attraktion ist das Riesenrad. Langsam fährt das Riesenrad und bringt sie hoch in die Luft. Von oben hat man einen tollen Blick über den ganzen Freizeitpark. Lisa staunt: Schaut, wie klein wir von hier unten aussehen. Tom fügt hinzu: Die Aussicht ist wirklich schön. Man sieht den ganzen Park und die Umgebung. Max genießt den ruhigen Moment und sagt: Das Riesenrad ist sehr entspannend. Es ist schön, einmal langsam zu fahren. Nach dem Riesenrad besuchen die Freunde noch eine Geisterbahn. Das Licht ist gedimmt und es gibt viele überraschende Effekte. Sie sitzen dicht beieinander und lachen manchmal, wenn sie sich erschrecken. Anna sagt: Die Geisterbahn ist ein bisschen gruselig, aber auch lustig. Alle lachen und freuen sich über das besondere Erlebnis. Als es Nachmittag wird, ist es Zeit, etwas zu essen. Die Freunde gehen zu einem großen Food Court im Park. Dort gibt es viele Stände mit Pommes, Burgern, Eis und Getränken. Max bestellt einen Burger, Tom nimmt Pommes, Lisa kauft ein Eis und Anna wählt einen frischen Obstsalat. Gemeinsam setzen sie sich an einen großen Tisch und essen. Während sie essen, reden sie über den Tag und was sie noch erleben möchten. Tom sagt: Ich möchte danach noch das Karussell fahren. Das sieht so bunt und fröhlich aus. Max nickt und meint: Ja, und vielleicht besuchen wir noch die Schießbude. Es macht immer Spaß, kleine Preise zu gewinnen. Lisa fügt hinzu: Ich freue mich auch auf die Live-Musik, die bald auf der großen Bühne im Park spielt. Nach dem Essen gehen sie zur Bühne. Dort spielt eine kleine Band fröhliche Musik und viele Besucher tanzen. Die Freunde setzen sich auf den Rasen und genießen die Musik. Anna sagt: Die Musik ist schön. Es ist toll, dass hier so viele Leute zusammenkommen. Max lächelt. Es fühlt sich an wie ein großes Fest. Der Tag im Freizeitpark vergeht wie im Flug. Am späten Nachmittag nehmen sie noch an einem kleinen Gewinnspiel teil und bekommen bunte Armbänder als Preis. Max fasst zusammen: Heute war ein wundervoller Tag. Ich habe so viel Spaß gehabt und viele neue Erinnerungen gesammelt.
Die Freunde beschließen, den Tag mit einem letzten Besuch am Karussell ausklingen zu lassen. Langsam dreht sich das Karussell, während sie die bunten Lichter und die fröhliche Musik genießen. Am Abend, als der Park langsam schließt, verabschieden sich Max und seine Freunde voneinander. Sie fahren mit dem Bus zurück in die Stadt. Im Bus sitzen sie leise und denken an den tollen Tag. Max sagt: „Ich möchte bald wieder in den Freizeitpark gehen. Es war ein unvergesslicher Tag, voller Abenteuer und Spaß." Die Freunde nicken zustimmend und freuen sich schon auf das nächste gemeinsame Erlebnis. Zu Hause angekommen, erzählt Max seiner Familie von den vielen aufregenden Fahrten und den schönen Momenten. Er ist müde, aber glücklich. Bevor er ins Bett geht, denkt er an all die tollen Erlebnisse des Tages und freut sich auf weitere Abenteuer im Freizeitpark. Der Besuch im Aquarium. Es ist ein klarer und ruhiger Tag. Maria hat sich mit ihrer besten Freundin Sophie verabredet, um gemeinsam das Aquarium in der Stadt zu besuchen. Beide lieben Tiere und sind gespannt, welche Meeresbewohner sie dort entdecken werden. Maria steht früh auf, zieht ihre Lieblingsjeans und ein bequemes T-Shirt an und frühstückt ein Stück Brot mit Marmelade. Dabei denkt sie: „Heute wird ein spannender Tag. Ich freue mich so sehr auf das Aquarium." Sophie ruft ihr am Telefon zu: „Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Wir sehen heute viele bunte Fische und vielleicht auch Haie." Die beiden treffen sich vor dem Eingang des Aquariums. Vor dem Gebäude stehen bunte Fische in großen Aquarien, die schon Lust auf mehr machen. Sie kaufen ihre Eintrittskarten und betreten das Gebäude. Im Eingangsbereich ist es hell und freundlich. An den Wänden hängen Bilder von Meerestieren und leise Musik spielt im Hintergrund. Sophie sagt: „Schau mal, wie schön die Bilder sind." Es fühlt sich an, als ob wir gleich unter Wasser sind. Maria nickt und meint: „Ja, das ist wirklich toll. Lass uns zuerst zur großen Haifischausstellung gehen." Sie gehen durch lange Gänge und kommen in einen Raum mit einem riesigen Becken. In diesem Becken schwimmen mehrere Haie, bunte Fische und sogar Rochen. Maria ist beeindruckt. Die Haie sehen so majestätisch aus. Sie schwimmen ganz ruhig und stark. Sophie fügt hinzu: „Ich finde, sie sind nicht gefährlich, solange man hinter dem Glas bleibt. Es ist faszinierend, sie so nah zu sehen." Nachdem sie sich die Haie angesehen haben, gehen sie weiter in einen Raum, der dem Korallenriff gewidmet ist. Der Raum ist bunt beleuchtet und überall sieht man farbenfrohe Korallen und kleine Fische. Sophie ruft: „Es sieht aus wie ein Regenbogen unter Wasser." Maria lächelt und sagt: „Ja, und ich mag besonders die kleinen Clownfische." Sie verstecken sich in den Anemonen. Im nächsten Raum gibt es einen Bereich mit Seesternen, Muscheln und bunten Quallen. Die Quallen leuchten in sanften Farben und bewegen sich elegant im Wasser. Maria sagt: „Die Quallen sind so schön und friedlich. Sie sehen fast aus wie kleine Geister." Sophie meint: „Ich finde, das ist eine der schönsten Ausstellungen hier. Es ist sehr beruhigend." Nach den Ausstellungen machen Maria und Sophie eine kleine Pause in der Kaffeeecke des Aquariums. Sie bestellen kalten Eistee und ein kleines Stück Kuchen. Während sie sitzen, beobachten sie Menschen, die sich die Fische anschauen und unterhalten sich über die erstaunlichen Meeresbewohner. Sophie sagt: „Ich wünschte, ich könnte einmal im Meer schwimmen und all diese Tiere in Freiheit sehen." Maria lächelt: „Das wäre wirklich ein Traum. Aber hier können wir schon viel über sie lernen und sie bewundern." Nach der Pause besuchen sie noch einen interaktiven Bereich. Hier können die Besucher mit Hilfe von Touchscreens mehr über die Meeresbewohner erfahren. Es gibt viele spannende Informationen über den Lebensraum der Fische, ihre Ernährung und wie man die Ozeane schützen kann. Maria sagt: „Es ist wichtig, dass wir unsere Meere schützen. Die Tiere hier sind ein wertvoller Teil unserer Natur." Sophie stimmt zu: „Ja, und durch solche Ausstellungen lernt man, wie man auch zu Hause helfen kann, zum Beispiel durch weniger Plastik und mehr Recycling." Nachdem sie den interaktiven Bereich verlassen haben,
gehen die beiden zu einem letzten großen Becken, in dem eine Gruppe von Delfinen zu sehen ist. Die Delfine schwimmen elegant umher und springen aus dem Wasser. Maria ruft begeistert: »Die Delfine sind so freundlich und verspielt. Ich könnte ihnen stundenlang zusehen.« Sophie lacht. »Ich auch. Es ist wunderbar, wie sie miteinander spielen.« Der Tag im Aquarium neigt sich langsam dem Ende zu. Maria und Sophie verlassen das Gebäude. Beide sind zufrieden und glücklich über den interessanten Tag. Draußen vor dem Aquarium machen sie noch ein paar Fotos als Erinnerung. Auf dem Rückweg in die Stadt unterhalten sie sich angeregt über die Tiere, die sie gesehen haben und was sie gelernt haben. Sophie sagt: »Ich werde diesen Tag nie vergessen. Das Aquarium hat mir gezeigt, wie vielfältig und schön unsere Meere sind.« Maria fügt hinzu: »Und ich denke, wir sollten uns immer daran erinnern, wie wichtig es ist, die Natur zu schützen.« Zu Hause angekommen, erzählt Maria ihrer Familie von ihrem Besuch. Sie zeigt stolz ihre Fotos und berichtet von den beeindruckenden Haien, den leuchtenden Quallen und den spielenden Delfinen. Am Abend denkt Maria an den Tag zurück und fühlt sich inspiriert, mehr über den Schutz der Meere zu lernen. Es war ein Tag voller Wunder und schöner Eindrücke. Ein Tag, der ihr Herz berührt hat. Ein Tag auf dem Bauernhof. Es ist ein frischer Frühlingstag und Jonas hat sich mit seiner Familie zu einem Ausflug auf einen Bauernhof verabredet. Jonas liebt Tiere und die Natur und heute möchte er mehr über das Landleben erfahren. Früh am Morgen packt Jonas seine Tasche. Er zieht seine wetterfeste Jacke an, isst ein kräftiges Frühstück und steigt mit seinen Eltern in den Familienwagen. Auf dem Weg zum Bauernhof sieht er grüne Felder, bunte Blumen und einen kleinen Fluss, der durch die Landschaft fließt. Sein Vater sagt: »Heute werden wir den Bauernhof erkunden. Es gibt viele Tiere und interessante Aufgaben.« Jonas ist sehr aufgeregt und kann es kaum erwarten. Als sie am Bauernhof ankommen, werden sie von dem freundlichen Bauern, Herrn Müller, begrüßt. Er trägt einen Strohhut und ein breites Lächeln. Herr Müller sagt: »Willkommen auf meinem Bauernhof. Ich zeige euch heute, wie das Leben hier funktioniert.« Jonas und seine Familie folgen ihm zuerst in den Stall. Dort sind viele Tiere untergebracht. Es gibt Kühe, Schweine, Hühner und sogar ein paar Pferde. Jonas staunt. Die Kühe sind so groß und ruhig. Sie fressen Gras und geben Milch. Herr Müller erklärt: »Ja, die Kühe produzieren jeden Tag frische Milch. Mit dieser Milch machen wir Käse und Joghurt.« Im nächsten Raum besuchen sie den Hühnerstall. Viele Hühner laufen herum und ein paar Eier liegen in einem Korb. Jonas fragt: »Darf ich ein Ei anfassen?« Herr Müller nickt freundlich. »Natürlich, aber sei vorsichtig.« Jonas nimmt ein Ei und fühlt, wie glatt es ist. Er ist fasziniert von den kleinen Tieren und ihren Eiern. Nach dem Besuch im Stall geht die Familie nach draußen, um die Felder zu sehen. Auf dem Bauernhof gibt es auch einen Gemüsegarten, in dem Tomaten, Karotten und Salat wachsen. Mutter sagt: »Schau mal, Jonas, das sind frische Tomaten. Wir können sie später essen.« Jonas riecht an den Tomaten und sagt: »Sie duften so gut.« Danach führt Herr Müller die Familie zu den Schweinen. Die Schweine suhlen sich im Schlamm und grunzen fröhlich. Jonas lacht und ruft: »Die Schweine sind so lustig. Sie rollen im Schlamm.« Herr Müller erklärt: »Schweine mögen es, sich im Schlamm zu wälzen, weil sie sich dadurch abkühlen. Das ist ganz natürlich.« Als nächstes gehen sie zu den Pferden. Jonas streichelt vorsichtig ein braunes Pferd und sagt: »Das Pferd fühlt sich so weich an. Ich möchte einmal reiten.« Herr Müller lächelt und meint: »Vielleicht kannst du das eines Tages. Heute zeige ich dir, wie man sich um ein Pferd kümmert.« Er erklärt, wie man das Pferd bürstet und füttert. Am Mittag setzen sich alle an einen großen Holztisch im Hof, um gemeinsam zu essen. Es gibt frisches Brot, Käse, Obst und selbstgemachten Apfelsaft. Jonas hört zu, wie sein Vater erklärt, dass auf dem Bauernhof alle Produkte frisch und natürlich sind.
Nach dem Essen führt Herr Müller sie zu einem kleinen Teich. Dort schwimmen Enten und Fische. Jonas wirft ein paar Brotkrumen ins Wasser und die Enten kommen sofort, um zu fressen. Er ruft: »Die Enten sind so schnell! Sie schwimmen alle zusammen!« Seine Eltern lachen und genießen den friedlichen Moment am Teich. Nach dem Teich besuchen sie noch einen kleinen Bereich, in dem es einen Streichelzoo gibt. Dort kann man Ziegen und Kaninchen anfassen. Jonas streichelt ein Kaninchen und sagt: »Das Kaninchen ist so weich. Ich mag es sehr, Tiere zu berühren.« Herr Müller erklärt: »Viele Kinder lieben den Streichelzoo, weil sie hier ganz nah an den Tieren sein können.« Am späten Nachmittag verabschiedet sich die Familie von Herrn Müller. Jonas fühlt sich sehr glücklich und lernt viel über das Leben auf dem Land. Im Auto auf dem Rückweg erzählt er seinen Eltern: »Ich möchte später einmal auf einen Bauernhof. Es war ein toller Tag.« Seine Eltern lächeln und sagen: »Wir gehen bald wieder, damit du noch mehr lernen kannst.« Zu Hause angekommen, setzt sich Jonas an seinen Schreibtisch und malt ein Bild vom Bauernhof. Er zeichnet die Kühe, die Hühner und das grüne Feld. Am Abend, beim Abendessen, spricht er begeistert von seinem Ausflug. Er sagt: »Ich habe heute viel über Tiere und die Natur gelernt. Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch.« So endet ein lehrreicher Tag auf dem Bauernhof, der Jonas viele neue Eindrücke und Erinnerungen schenkt. Ein Ausflug in den Wald. Es ist ein milder Herbsttag und Sarah hat beschlossen, mit ihrem Bruder Tim in den nahegelegenen Wald zu gehen. Beide lieben die Natur und möchten den Wald erkunden. Sarah zieht ihre bequemen Schuhe und eine warme Jacke an. Tim packt einen kleinen Rucksack mit Brot, Wasser und einem Apfel ein. Zusammen fahren sie mit dem Fahrrad zum Waldrand. Auf dem Weg zum Wald fahren sie an bunten Feldern und kleinen Dörfern vorbei. Sarah sagt: »Ich freue mich so, den Wald zu sehen. Es ist immer so ruhig und schön dort.« Tim nickt. »Ja, und heute sind die Blätter in vielen schönen Farben: Rot, Gelb und Orange.« Im Wald angekommen, stellen sie ihre Fahrräder ab und beginnen zu laufen. Der Waldweg ist schmal und von Bäumen gesäumt. Die Sonne scheint durch das Blätterdach und malt schöne Muster auf den Boden. Sarah bleibt kurz stehen, um die frische Luft zu atmen, und sagt: »Hier riecht es so gut. Ich mag den Geruch von feuchtem Laub und Erde.« Tim sammelt ein paar bunte Blätter und sagt: »Ich möchte diese Blätter mit nach Hause nehmen, um sie aufzubewahren.« Sie folgen dem Weg und hören das Zwitschern der Vögel. In der Ferne plätschert ein kleiner Bach. Neugierig laufen sie in Richtung des Geräusches. Als sie den Bach erreichen, setzen sie sich auf einen umgestürzten Baumstamm und essen ihr Brot. Sarah sagt: »Der Bach ist so klar, das Wasser fließt ruhig und sanft.« Tim fügt hinzu: »Es ist schön, hier zu sitzen und dem Wasser zu lauschen.« Sie genießen das Picknick und schauen dem plätschernden Wasser zu. Nach dem Essen stehen sie wieder auf und erkunden weiter den Wald. Sie entdecken einen kleinen Lichtung, auf der Pilze wachsen. Tim zeigt Sarah einen roten Fliegenpilz und sagt: »Schau, das ist ein Fliegenpilz, aber wir dürfen ihn nicht essen.« Sarah lacht und sagt: »Nein, das ist giftig, aber er sieht sehr hübsch aus.« Weiter oben im Wald finden sie einen alten Pfad, der zu einem kleinen Aussichtspunkt führt. Sie klettern den Pfad hinauf und erreichen schließlich einen Hügel, von dem aus man den ganzen Wald überblicken kann. Sarah ruft: »Das ist wunderschön. Man sieht die Baumkronen und den ganzen Wald.« Tim stimmt zu: »Ich fühle mich hier oben so frei. Es ist, als ob wir in einer anderen Welt sind.« Auf dem Rückweg sammeln sie weitere Blätter und kleine Zweige. Tim legt die schönsten Fundstücke in seinen Rucksack. Als sie wieder den Waldrand erreichen, setzen sie sich kurz auf eine Bank und unterhalten sich. Sarah sagt: »Der Wald ist so friedlich. Ich finde, man kann hier gut nachdenken.« Tim lächelt. »Ja, und die Natur zeigt uns, wie schön Veränderung sein kann. Die Blätter fallen, aber sie bereiten den Boden für Neues vor.«
Nach einigen Stunden im Wald fahren sie mit dem Fahrrad zurück nach Hause. Beide sind müde, aber glücklich. Zu Hause angekommen, erzählt Sarah ihrer Mutter von ihrem Ausflug. Tim zeigt stolz seine gesammelten Blätter und Zweige. Beim Abendessen berichtet die ganze Familie von den Erlebnissen im Wald. Sarah denkt an die ruhigen Momente und den weiten Blick. So endet ein friedlicher Tag im Wald, der Sarah und Tim neue Kraft und schöne Erinnerungen schenkt. Ein Einkaufstag im Supermarkt. Es ist ein gewöhnlicher Tag, und Anna hat beschlossen, mit ihrer Mutter einen Einkauf im Supermarkt zu machen. Anna hilft gerne im Haushalt und möchte lernen, wie man selbst einkauft. Früh am Morgen ziehen Anna und ihre Mutter ihre bequemen Schuhe an und fahren mit dem Auto zum Supermarkt. Anna sitzt auf dem Rücksitz und sieht aus dem Fenster die vorbeiziehenden Häuser und Straßen. Am Eingang des Supermarkts begrüßt sie die freundliche Kassiererin mit einem Lächeln. Anna und ihre Mutter nehmen einen Einkaufswagen und gehen in den großen, hellen Markt. Zuerst gehen sie in die Obst- und Gemüseabteilung. Die Regale sind gefüllt mit frischem Obst, bunten Äpfeln, Bananen, Orangen und vielen Gemüsesorten wie Karotten, Tomaten und Gurken. Anna sagt: „Ich mag diese Äpfel. Sie sind so rot und schön." Ihre Mutter fügt hinzu: „Wir brauchen heute frisches Obst. Es ist gesund und lecker." Anna hilft, die Äpfel in den Wagen zu legen und schaut sich die anderen Früchte genau an. Weiter geht es in die Milch- und Käseabteilung. Dort stehen viele verschiedene Milchsorten und Käsesorten. Anna fragt: „Mama, welche Milch kaufen wir?" Ihre Mutter antwortet: „Wir nehmen am besten die Frischmilch. Und ich möchte heute etwas Gouda-Käse kaufen." Anna hilft auch hier und legt vorsichtig die Verpackungen in den Wagen. Nach der Milchabteilung besuchen sie den Bereich mit Brot und Backwaren. Es duftet nach frischem Brot und Kuchen. Anna sieht ein großes, knuspriges Brot und sagt: „Das Brot sieht lecker aus." Ihre Mutter lächelt: „Das werden wir heute Abend essen. Und vielleicht kaufen wir auch ein paar Brötchen für das Frühstück." Sie wählen gemeinsam das Brot und legen es in den Einkaufswagen. Im nächsten Gang befinden sich die Tiefkühlprodukte. Es gibt viele bunte Verpackungen von Pizza, Eis und Gemüse. Anna entdeckt ein Eis mit Schokoladenüberzug und ruft: „Ich möchte später ein Eis essen." Ihre Mutter sagt: „Wir kaufen ein kleines Eis als Nachtisch, aber erst brauchen wir noch die Hauptzutaten für das Abendessen." Anna hilft, die richtigen Tiefkühlprodukte auszusuchen, und sie gehen weiter. Im Gang für Haushaltswaren und Reinigungsmittel sieht Anna viele bunte Flaschen und Putzmittel. Ihre Mutter erklärt: „Diese Reinigungsmittel helfen uns, das Haus sauber zu halten." Anna nickt und schaut sich die Flaschen an, während ihre Mutter eine bestimmte Marke auswählt. Zum Schluss besuchen sie noch den Bereich mit Getränken. Dort gibt es Säfte, Wasser und Limonaden. Anna nimmt eine Flasche Apfelsaft und ihre Mutter kauft Mineralwasser. Nachdem sie alle benötigten Sachen gefunden haben, fahren sie zur Kasse. Die Kassiererin scannt die Produkte und Anna sieht, wie die Preise angezeigt werden. „Das macht insgesamt 45 €, sagt die Kassiererin freundlich. Anna lernt dabei, wie man bezahlt, und ihre Mutter zahlt mit Karte. Nachdem der Einkauf abgeschlossen ist, packen sie die Taschen in den Einkaufswagen und verlassen den Supermarkt. Auf dem Heimweg im Auto unterhalten sich Anna und ihre Mutter über den Einkauf. Anna sagt: „Ich habe heute viel gelernt. Es ist interessant, wie viele Produkte es gibt und wie man sie auswählt." Ihre Mutter lächelt: „Du hast sehr gut geholfen, Anna. Bald kannst du auch alleine einkaufen." Anna freut sich und denkt: „Das wäre toll. Dann kann ich selbst entscheiden, was ich kaufe." Zu Hause angekommen, räumt Anna zusammen mit ihrer Mutter die Einkäufe in die Küche ein. Sie sortieren Obst, Gemüse und andere Lebensmittel an den richtigen Platz. Beim gemeinsamen Kochen am Nachmittag bereiten sie ein leckeres Abendessen zu. Anna schneidet Gemüse und hilft, den Tisch zu decken.
Beim Abendessen erzählt sie ihrer Familie von ihrem Einkaufserlebnis im Supermarkt. Alle sind stolz auf Anna und loben sie für ihre Hilfe. So endet ein lehrreicher und angenehmer Einkaufstag, der Anna nicht nur den Alltag zeigt, sondern ihr auch mehr Selbstständigkeit und Freude am Helfen bringt. Ein Besuch im Museum. Es ist ein schöner, sonniger Vormittag. Maria und ihr Bruder Jonas haben beschlossen, das Städtische Museum zu besuchen. Beide interessieren sich für Geschichte und Kunst. Sie stehen früh auf, frühstücken gemeinsam und fahren mit dem Bus zum Museum. Im Bus unterhalten sich Maria und Jonas über den Tag. Maria sagt: „Ich freue mich so auf das Museum. Ich möchte die alten Gemälde sehen." Jonas nickt und meint: „Ich finde es spannend, wie die Menschen früher gelebt haben. Heute lernen wir viel Neues." Als sie am Museum ankommen, kaufen sie ihre Eintrittskarten. Das Gebäude ist groß und modern. Vor dem Eingang gibt es einen kleinen Garten mit bunten Blumen und Bänken. Maria und Jonas gehen hinein und schauen sich zuerst die Wegweiser an. Es gibt verschiedene Bereiche: die Ausstellung zur Stadtgeschichte, ein Gemäldesaal und einen Raum mit Skulpturen. Zuerst gehen sie in den Bereich Stadtgeschichte. Dort hängen alte Fotografien, Karten und Gegenstände aus vergangenen Zeiten. Jonas bleibt vor einem großen Bild stehen und sagt: „Schau, Maria, das ist eine alte Straßenkarte unserer Stadt." Maria schaut genau hin und erwidert: „Das ist sehr interessant. Früher waren die Straßen ganz anders." Sie gehen weiter in den Gemäldesaal. Die Wände sind mit vielen Bildern geschmückt. Es gibt Landschaftsgemälde, Porträts und abstrakte Bilder. Maria bleibt vor einem großen Landschaftsgemälde stehen. „Die Farben sind so schön", sagt sie leise. Jonas sagt: „Ich mag die ruhige Stimmung in diesem Bild. Es zeigt einen See und viele Bäume." Nach einer Weile besuchen sie den Skulpturenraum. Dort stehen kleine und große Figuren aus Stein und Bronze. Jonas zeigt auf eine kleine Statue und sagt: „Diese Statue ist sehr detailreich. Sie sieht fast lebendig aus." Maria nickt und meint: „Die Künstler haben viel Zeit in ihre Werke gesteckt. Es ist toll, wie sie die Formen gestalten." In einer kleinen Ecke des Museums gibt es einen interaktiven Bereich. Dort können Kinder und Erwachsene spielerisch mehr über die Geschichte lernen. Maria und Jonas probieren einige interaktive Stationen aus. Sie drücken Knöpfe, schauen Videos und lesen kurze Texte. „Das ist wirklich modern", sagt Jonas. „Ich lerne dabei viel und es macht Spaß", ergänzt Maria. Nach einigen Stunden im Museum setzen sich Maria und Jonas in das Café des Museums. Es gibt Kaffee, Tee, Kuchen und belegte Brötchen. Sie bestellen 2 Kuchenstücke und trinken heißen Tee. Während sie essen, unterhalten sie sich über das, was sie gesehen haben. Maria sagt: „Mir hat die Ausstellung zur Stadtgeschichte besonders gut gefallen. Es war spannend, wie sich die Stadt verändert hat." Jonas stimmt zu. „Ja, und die Gemälde haben mir auch gefallen. Ich möchte mehr über die Künstler wissen." Nach der Pause gehen sie noch einmal durch die Hauptausstellung. Sie betrachten noch einige Bilder und Schätze, die sie beim ersten Mal nicht richtig gesehen haben. Es ist ruhig im Museum und beide genießen die ruhige Atmosphäre. Am späten Nachmittag verlassen sie das Museum und gehen zur Bushaltestelle. Auf dem Heimweg sprechen sie über ihre Lieblingsstücke. Jonas sagt: „Ich möchte gerne mehr über die alte Stadt erfahren. Vielleicht lese ich ein Buch darüber." Maria lächelt und meint: „Ich freue mich schon auf unseren nächsten Museumsbesuch. Es gibt so viel zu entdecken." Zu Hause angekommen, erzählen sie ihren Eltern von dem interessanten Tag. Beide zeigen stolz ihre Eintrittskarten und einige Notizen, die sie im Museum gemacht haben. Am Abend denkt Maria an die schönen Bilder und die alten Gegenstände. Sie ist froh, dass sie heute viel gelernt hat. Jonas schreibt später in sein Heft: „Heute habe ich im Museum viel über unsere Stadt erfahren. Es war ein lehrreicher Tag." So endet ein wunderschöner Tag im Museum,
der Maria und Jonas viele neue Eindrücke und Erinnerungen geschenkt hat. Die Geburtstagsfeier von Lisa. Es ist ein strahlender Frühlingstag. Lisa feiert heute ihren Geburtstag und ihre Familie sowie Freunde haben sich versammelt, um diesen besonderen Tag zu feiern. Lisa steht früh auf, denn sie freut sich schon seit Wochen auf ihren Geburtstag. Sie zieht ihr Lieblingskleid an und hilft ihrer Mutter beim Dekorieren des Hauses. Bunte Luftballons, Girlanden und ein großes Banner mit der Aufschrift Happy Birthday schmücken das Wohnzimmer. »Ha, ich bin so aufgeregt«, sagt Lisa und lächelt in den Spiegel. Ihre Mutter antwortet: »Heute ist dein Tag, Lisa. Wir werden einen tollen Geburtstag haben.« Um die Mittagszeit kommen die ersten Gäste. Lisas Freunde und Verwandte beginnen im Haus einzutreffen. Es gibt Musik, nette Gespräche und viele herzliche Umarmungen. Ein Freund Paul sagt: »Alles Gute zum Geburtstag, Lisa. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.« Lisa lächelt und erwidert: »Danke, Paul. Schön, dass du gekommen bist.« Zum Mittagessen gibt es ein reiches Buffet. Auf dem Tisch stehen verschiedene Salate, belegte Brote, Obst und süße Leckereien. Lisas Großmutter hat einen leckeren Kuchen gebacken, der in der Mitte des Tisches steht. »Dieser Kuchen ist ganz besonders«, sagt Lisas Mutter. Alle Gäste probieren den Kuchen und loben den Geschmack. »Der Kuchen ist wunderbar«, sagt Paul und nimmt sich noch ein Stück. Nach dem Essen bereitet Lisa ein Überraschungsspiel vor. Die Gäste werden in 2 Gruppen aufgeteilt und es gibt kleine Aufgaben und Rätsel, die gelöst werden müssen. Lisa erklärt: »Das Spiel macht viel Spaß. Jede Gruppe bekommt Punkte und am Ende gewinnt die Gruppe mit den meisten Punkten kleine Preise.« Alle lachen und machen mit. Es wird viel gerätselt, gelacht und gejubelt. Lisa freut sich, dass alle so fröhlich zusammenspielen. Am Nachmittag gibt es eine kleine Tanzrunde. Ein DJ spielt fröhliche Musik und alle Gäste tanzen gemeinsam. Lisa tanzt mit ihren Freunden und fühlt sich glücklich. »Tanzen ist das Beste«, ruft sie und lacht. Einige Gäste machen sogar lustige Tanzbewegungen, was alle zum Lachen bringt. Später, als die Sonne langsam untergeht, kommt der Moment, auf den Lisa die ganze Zeit gewartet hat. Das Ausblasen der Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen. Alle Gäste versammeln sich um den Tisch. Lisas Vater sagt: »Jetzt ist es Zeit, die Kerzen auszublasen. Wünsche dir was, Lisa.« Lisa schließt die Augen, wünscht sich etwas und pustet die Kerzen aus. Alle jubeln: »Hurra, Lisa!« Danach wird der Kuchen in Stücke geschnitten und an alle verteilt. Zum Abschluss der Feier gibt es noch kleine Geschenke. Lisa bekommt von ihren Eltern, Geschwistern und Freunden kleine Päckchen. Sie öffnet die Geschenke nacheinander und bedankt sich herzlich. »Ich liebe alle meine Geschenke. Ihr macht meinen Geburtstag so besonders«, sagt sie glücklich. Die Gäste wünschen ihr noch viele weitere glückliche Jahre. Als die Feier zu Ende geht, verabschieden sich die Gäste. Alle umarmen Lisa und sagen: »Alles Gute, Lisa. Es war ein toller Tag.« Lisa winkt zum Abschied und denkt: »Das war der schönste Geburtstag. Ich bin so glücklich.« Zu Hause, spät am Abend, sitzt Lisa noch im Wohnzimmer. Ihre Mutter räumt langsam das Geschirr ab, während Lisa auf dem Sofa sitzt und an den Tag zurückdenkt. »Heute habe ich so viel gelacht und so viele liebe Menschen getroffen«, denkt sie. Sie fühlt sich zufrieden und dankbar für den wunderbaren Tag. So endet Lisas Geburtstagsfeier und sie weiß, dass sie diesen Tag niemals vergessen wird. Ihre Familie und Freunde haben ihr gezeigt, wie wichtig sie allen sind, und Lisa freut sich schon auf viele weitere glückliche Geburtstage. Ein Wochenende am See. Es ist ein warmes Wochenende und Peter und seine Freunde haben beschlossen, an einen nahegelegenen See zu fahren. Sie lieben die Natur und das Wasser und ein Wochenende am See ist immer eine schöne Abwechslung. Peter packt seinen Rucksack mit Kleidung, einem Handtuch, Sonnencreme und einem Buch.
Seine Freunde Anna, Markus und Julia packen ebenfalls ihre Sachen. Alle treffen sich früh am Morgen und fahren gemeinsam mit dem Auto in Richtung See. Unterwegs plaudern sie und singen Lieder. Anna sagt: „Ich freue mich so auf das Schwimmen und die Sonne." Markus fügt hinzu: „Am See kann man auch gut angeln und einfach entspannen." Als sie am See ankommen, ist das Wasser blau und ruhig. Es gibt einen Sandstrand, auf dem sich viele Menschen sonnen. Die Freunde suchen sich einen schönen Platz am Ufer und breiten eine große Decke aus. Julia ruft: „Hier ist ein perfekter Platz. Wir haben genug Schatten unter den Bäumen." Peter nickt und sagt: „Wir können hier den ganzen Tag bleiben und spielen, schwimmen und lesen." Zuerst gehen alle ins Wasser. Das kühle Wasser ist erfrischend und sie planschen und schwimmen. Markus versucht, einen kleinen Wettkampf zu machen. „Wer schwimmt am schnellsten zum anderen Ufer?" ruft er. Alle lachen und nehmen die Herausforderung an. Anna ruft: „Auf die Plätze, fertig, los!" Sie schwimmen, und obwohl sie nicht alle gewinnen, haben sie viel Spaß dabei. Nach dem Schwimmen gehen sie an Land und machen ein Picknick. Peter breitet eine Decke aus und alle sitzen zusammen. Es gibt belegte Brote, Obst, Kekse und kalte Getränke. Julia sagt: „Das Essen ist lecker und erfrischend." Ich liebe diese gemeinsamen Momente. Sie unterhalten sich über ihre Pläne und genießen die Natur. Nach dem Essen spielen sie ein Brettspiel, das sie mitgebracht haben. Die Zeit vergeht wie im Flug und alle lachen viel. Am Nachmittag mieten sie ein kleines Boot. Gemeinsam fahren sie auf dem See. Das Boot schaukelt leicht und sie genießen die Ruhe und die schöne Landschaft. Markus sagt: „Der See ist so friedlich. Es ist, als ob die Zeit stillsteht." Anna schaut sich die umliegenden Wälder und Hügel an und meint: „Ich könnte den ganzen Tag hier sitzen und die Natur beobachten." Nach der Bootsfahrt kehren sie an den Strand zurück. Einige Freunde ruhen sich aus, andere spielen Beachvolleyball oder lesen ein Buch. Peter und Julia sammeln Muscheln und Steine am Ufer. „Schau, diese Muscheln sind so schön", sagt Julia. Peter antwortet: „Ich werde sie mit nach Hause nehmen als Erinnerung an diesen Tag." Als die Sonne langsam untergeht, sitzen alle zusammen auf der Decke. Der Himmel ist orange und rosa und der See glitzert im Licht. Anna sagt leise: „Das ist der schönste Sonnenuntergang, den ich je gesehen habe." Alle sind still und genießen diesen besonderen Moment. Nach Sonnenuntergang fahren sie zurück zum Auto und kehren in ihre Stadt zurück. Im Auto sind sie müde, aber glücklich. Jeder erzählt von den schönen Erlebnissen des Tages. Peter denkt: „Dieses Wochenende am See war wunderbar. Ich werde diesen Tag nie vergessen." Zu Hause angekommen, räumen sie ihre Sachen aus und gehen müde, aber zufrieden ins Bett. Sie wissen, dass sie bald wieder gemeinsam ein solches Abenteuer erleben werden. So endet ein erholsames Wochenende am See, das den Freunden neue Kraft und schöne Erinnerungen geschenkt hat. Ein Tag im Theater. Es ist ein frischer Abend und Karin hat sich entschieden, mit ihrer Freundin Julia ins Theater zu gehen. Beide lieben Musik und Schauspiel und heute erwartet sie ein modernes Stück in einem kleinen, gemütlichen Theater in der Stadt. Karin bereitet sich vor, indem sie sich hübsch macht. Sie zieht ein elegantes Kleid an und stylt ihre Haare. Julia trägt ebenfalls ein schönes Outfit und freut sich auf den Abend. Um 18 Uhr treffen sich beide vor dem Theater. Die Eingangstür ist groß und geschmückt und durch die Fenster sieht man die Bühne. „Ich freue mich so auf die Vorstellung", sagt Karin. Julia lächelt. „Ich auch. Ich habe gehört, das Stück soll sehr lustig und spannend sein." Im Theater angekommen, kaufen sie ihre Eintrittskarten. Sie erhalten ein Programmheft, in dem der Ablauf der Vorstellung und Informationen über die Schauspieler stehen. „Schau, hier steht, dass das Stück in 3 Akten spielt", bemerkt Julia. Karin nickt. „Ja, und die Musik wird live gespielt."
Das wird sicher sehr schön. Kurz bevor die Vorstellung beginnt, setzen sich Karin und Julia in ihre Plätze. Die Sitze sind bequem und sie können gut die Bühne sehen. Die Lichter dimmen und der Vorhang öffnet sich langsam. Die Vorstellung beginnt mit einer kurzen Einleitung und die Schauspieler betreten die Bühne. Karin ist fasziniert und flüstert: Die Bühne ist wunderschön dekoriert. Julia erwidert: Und die Kostüme sind sehr bunt. Ich finde, das Theater ist ein magischer Ort. Das Stück erzählt eine lustige Geschichte über eine Familie, die in ein Abenteuer gerät. Es gibt viele komische Momente und die Zuschauer lachen herzlich. Zwischendurch gibt es auch ernste Szenen, in denen die Schauspieler Gefühle zeigen. Karin sagt leise: Die Schauspieler spielen sehr gut. Es ist, als ob sie wirklich leben. Julia stimmt zu. Ja, ich fühle mich ganz in die Geschichte hineinversetzt. Nach dem zweiten Akt macht das Theater eine kurze Pause. Karin und Julia gehen in den Foyerbereich. Dort gibt es kleine Getränke und Snacks. Sie setzen sich an einen Tisch und unterhalten sich über das bisher Gesehene. Ich finde, das Stück ist sehr abwechslungsreich, sagt Julia. Karin fügt hinzu: Und die Musik ist sehr berührend. Ich habe viele schöne Momente erlebt. Nach der Pause kehren sie in den Zuschauerraum zurück. Der dritte Akt beginnt und das Stück erreicht seinen Höhepunkt. Die Handlung wird spannend und die Zuschauer sind gespannt, wie die Geschichte endet. Am Ende des Stücks applaudieren alle laut. Die Schauspieler verbeugen sich und die Zuschauer klatschen begeistert. Karin und Julia stehen auf und klatschen ebenfalls. Das war eine tolle Vorstellung, sagt Karin. Julia lächelt und meint: Ja, ich habe so viel gelacht und auch ein wenig geweint. Das Theater hat mich berührt. Nach der Vorstellung verlassen sie das Theater und gehen gemeinsam nach Hause. Auf dem Weg sprechen sie über die besten Szenen und die schönen Kostüme. Ich möchte auch einmal auf der Bühne stehen, sagt Julia scherzhaft. Karin lacht und antwortet: Vielleicht werden wir eines Tages beide Schauspielerinnen sein. Zu Hause angekommen, denkt Karin an den schönen Abend zurück. Sie schreibt in ihr Tagebuch: Heute war ein besonderer Abend im Theater. Die Vorstellung war lustig, spannend und berührend zugleich. Ich fühle mich inspiriert. Auch Julia erzählt ihren Eltern von dem Theaterbesuch und betont, wie schön die Vorstellung war. So endet ein unvergesslicher Abend im Theater, der Karin und Julia neue Freude und Inspiration gebracht hat. Ein Ausflug ans Meer. Es ist ein warmer, windiger Tag und Thomas und seine Familie haben beschlossen, einen Ausflug ans Meer zu machen. Thomas liebt das Meer, das Rauschen der Wellen und den weiten Strand. Früh am Morgen packt die Familie ihre Sachen. Thomas hilft seinem Vater, einen großen Picknickkorb zu füllen. Es gibt belegte Brote, Obst, Kekse und kalte Getränke. Seine Mutter packt Sonnencreme, ein Handtuch und eine Decke ein. Heute wird ein schöner Tag am Meer, sagt Thomas fröhlich. Die Familie fährt mit dem Auto in Richtung Küste. Unterwegs sieht Thomas viele grüne Felder, kleine Dörfer und den blauen Himmel. Als sie am Strand ankommen, ist der Sand warm und weich. Das Meer glitzert im Sonnenlicht und die Wellen rollen sanft an den Strand. Thomas rennt als erster zum Wasser. Er springt ins flache Meer und lacht. Das Wasser ist kalt, aber ich liebe es. Seine Geschwister bauen in der Nähe eine Sandburg. Kommt, helft mir, die Burg zu bauen, ruft Thomas. Alle Familienmitglieder bauen zusammen an der großen Sandburg. Sie formen Türme, Mauern und einen Burggraben. Die Sonne scheint und es ist warm, aber der Wind weht leicht vom Meer. Die Eltern sitzen auf einer Decke und lesen Bücher, während sie die Kinder beobachten. Nach einer Weile macht die Familie ein Picknick. Alle setzen sich in einem Kreis und der Vater verteilt die belegten Brote und das Obst. Das Essen schmeckt am Strand besonders gut, sagt Thomas, während er einen Apfel isst. Seine Mutter fügt hinzu:
Die frische Meeresluft macht alles besser. Nach dem Essen spielen die Kinder im Sand. Sie sammeln Muscheln, bauen noch mehr Sandburgen und laufen am Wasser entlang. Thomas und seine Schwester rennen, bis sie nass sind. Ein paar Freunde von anderen Familien kommen auch an den Strand. Gemeinsam spielen sie Ball und machen Wettrennen. Die Stimmung ist fröhlich und ausgelassen. Später am Nachmittag gehen alle in ein kleines Strandcafé. Dort bestellen sie Eis und kalte Getränke. Thomas sagt: „Das Eis ist so lecker. Ich möchte noch ein Eis essen." Seine Geschwister stimmen zu und alle genießen die süße Erfrischung. Nach dem Kaffee geht die Familie noch einmal zum Wasser. Der Vater zeigt den Kindern, wie man kleine Boote aus Papier bastelt, die dann im Wasser schwimmen. „Schaut, mein Boot schwimmt!" ruft Thomas stolz. Alle lachen und applaudieren. Als der Tag sich dem Ende zuneigt, schaut die Familie zusammen auf das Meer. Die Sonne geht langsam unter und taucht den Himmel in Orange und Rot. „Das ist ein wunderschöner Sonnenuntergang", sagt Thomas leise. Seine Eltern lächeln und umarmen ihn. Am Abend fährt die Familie mit dem Auto zurück nach Hause. Im Auto spricht Thomas: „Ich werde diesen Tag am Meer nie vergessen. Es war so schön und entspannt." Seine Geschwister nicken und schlafen fast im Autositzen ein. Zu Hause angekommen, zieht Thomas seine nassen Kleider aus und duscht. Später sitzt er am Esstisch und erzählt seiner Mutter von den schönsten Momenten des Tages. „Das Meer und der Strand haben mir so viel Freude gemacht", sagt er. Seine Mutter antwortet: „Ich freue mich, dass du einen so schönen Tag hattest. Wir können bald wieder ans Meer fahren." So endet ein erlebnisreicher Tag am Meer, der Thomas und seiner Familie viele schöne Erinnerungen geschenkt hat. Jeder Tag, den sie zusammen am Strand verbringen, macht sie glücklicher und lässt sie die Natur noch mehr schätzen.